Hey, fellow Mobies, thanks for tuning in to the new episode of Talks. Today we have a very special guest, Laura Marie Geisler. She's a professional racing driver and she's also a pioneer in the field of NFTs, especially in the field of NFT-based sport sponsoring. Let's kick it off. Ich glaube, man kann sagen, du bist so Rennfahrerin so mit Leidenschaft. Das ist deine Leidenschaft, oder? Was wäre die eine Sache, die man wegnehmen müsste aus deinem Sport, aus deiner Leidenschaft, damit es dir keinen Spaß mehr macht? Also jetzt vom Körperlichen her wäre es das Adrenalin. Also hätte ich diesen absoluten Kick nicht mehr, ich glaube, dann würde ich es nicht mehr machen, weil ich arbeite schon sehr drauf hin oder der Sport ist für mich schon diese Grenzerfahrung, dieses so brutal ans Limit gehen. Ich glaube, wenn ich das nicht mehr hätte, das wäre übel. Bist du so ein Adrenalin-Junkie? Ja, ich glaube, sonst würde ich es nicht machen am Ende des Tages, weil es ist brutal, ja, nervenzehrend, es ist brutal teuer und man muss sich schon durchkämpfen und ich glaube, du brauchst schon so einen inneren Kick oder so einen inneren Hebel, was bei mir der Adrenalin ist, wo du sagst: „Okay, das ist mein intrinsisches Bewusstsein, dass ich wirklich wieder ins Auto will, egal was da jetzt alles um mich rum passiert.“ Du studierst ja auch noch, ja? Ja, abgebrochen. Abgebrochen? Ja. Voller Fokus auf die Ja, Rennfahrkarriere. genau. Also bei Rennfahrerin. mir hat es angefangen, dass ich dann irgendwann gesagt habe: „Okay, ich will raus aus den Instruktorenfahrten.“ Ich hatte dann die Chance, einmal in 'n Profisport Mm. reinzugehen und ab dem Zeitpunkt, wo ich einmal im Profirennen gefahren bin und da auch die Möglichkeiten drin gesehen habe in den Sport, wollte ich nicht mehr aufhören und dann aber noch 'n Vollzeitstudium gehen und ich habe ja neuronale Psychologie studiert und das war wirklich nicht machbar und ich habe viele Sachen nebenbei gemacht. Also, ich habe zum Beispiel Instruktorenfahrten neben dem Studium gemacht. Ich habe dann auch 'ne Hubschrauberlizenz gemacht, auch neben dem Studium. Also, ich habe viel gemacht. Aber dann, wie ich gesagt habe: „Okay, ich muss jetzt wirklich 'n Business aufbauen, dass ich mir das refinanzieren kann“ und es geht ja um Riesensummen. Da habe ich gesagt: „Okay, ich muss mich jetzt entscheiden.“ Gerade wenn man ein Business aufbaut oder wenn man Unternehmer ist, dann muss man relativ früh lernen, sich zu fokussieren und auch Nein zu sagen und auch ganz bewusst zu sagen, das ist zumindest meine Erfahrung, zu sagen, das mache ich nicht, da setze ich meine Energie rein, da setze ich meine Energie nicht rein. Wo war denn für dich zum Beispiel so ein Punkt, wo du dann auch mal gecheckt hast, okay, das ist jetzt mein Business. Also gab es da so einen Meilenstein, wo du dann gesagt hast, okay, ich muss mich jetzt ausschließlich auf das fokussieren, ich muss das wirklich so als mein Unternehmen verstehen? Ja, der Punkt war eigentlich der, weshalb es mir verwehrt worden ist. Also, mein Vater hat immer gesagt: „Mach ein ordentliches Studium, da hast du eine sichere Einnahmequelle.“ Habe ich ihm gesagt, ich will den Motorsport irgendwie hauptberuflich machen, hieß es so: Sportler brennen aus, Sportler sind auf ihren Körper angewiesen. Mhm, mhm. Nach 10 Jahren irgendwann wirst du es spätestens nicht mehr machen können, sei es, ob du überhaupt so weit kommst. Und da war für mich einfach klar, so muss ich das ausschließen? Kann ich kein Sportler sein, ohne dass ich dann irgendwann langfristig mir keine Sorgen mehr machen muss? Mhm. Und das war eigentlich so der Punkt, wo ich gesagt habe: „Okay, ich muss es irgendwie hinbekommen, 'n Business aufzubauen über die Leidenschaft, die ich mache und über die Sache, die ich auch gut mache.“ Weil ich glaube, das Einzige, was ich wirklich gut mache, ist das, was ich liebe und was ich wirklich intrinsisch irgendwie verfolge, und das ist der Motorsport. Und ja, dementsprechend habe ich gesagt: „Okay, wenn's das ist, dann muss ich da dranbleiben, aber ich muss irgendwie schon richtig Geld verdienen und nicht nur verbrenne.“ Und das war eigentlich der Turning Point, eigentlich dieser Satz: „Sportler können kein Geld verdienen oder langfristig kein Geld verdienen.“ Irgendwann ist dein Körper am Ende und dann ist deine Einnahmequelle am Und Ende. das ist jetzt nur meine Einschätzung, korrigiere mich da, aber ich glaube, als Frau, gerade im Sport oder im Motorsport, auch noch im Speziellen, ist es noch mal schwerer sozusagen, da tatsächlich so Fuß zu fassen und wirklich dann auch das als ein Business aufzubauen und Geld zu verdienen, oder? Ne, ich probiere das gar nicht so zu betrachten, dieses Frau-Mann-Rolle, weil ich denke, im Auto sind wir da eh gleich. Also, es in dem Sportbereich gibt es da keine Vor und Nachteile als Frau oder Mann. Ja, ich habe Marketingvorteile. Ich habe 'n USP dadurch, dass ich 'ne Frau bin. Gut, kannst du 1, 2 Jahre spielen, ich glaube, dann ist die Sache auch durch. Zum Thema Unternehmensgründen, ich würde sagen, es hat sogar 'n paar Vorteile, weil du wirst grob unterschätzt. Also, die Leute trauen dir jetzt sehr wenig zu, was dir dazu hilft, dass die Leute dir viel Hilfestellungen geben. Natürlich manchmal 'n bisschen nervig, weil du dir denkst so: „Habe ich schon 10-mal gehört“, aber du denkst dir halt so: „Lieber unterschätzt du mich und bist ruhig und tust dann nicht aktiv irgendwie hinterfragen oder reingehen in mein Business, als andersrum“, so. Und das ist eigentlich recht gut. Was sind denn da für Summen, die man da braucht, um irgendwie wirklich Rennsport betreiben zu können? Also, dass ich mal so ein bisschen Gefühl dafür bekomme. Auf jeden Fall sechsstellig. Sechsstellig, Also, okay. auf jeden Fall und schon so mittlerer Bereich. Mhm. Ja, Und das ist Wahnsinn. schon brutal und
Ja, am Anfang, wenn du damit anfängst, hast du im Zweifelsfall ja noch nicht viel Sponsoren und kannst den Sponsoren ja auch nichts vorweisen. Du sagst so: „Hey, hier bin ich, will Motorsport machen.“ Sagen die so: „Ja, wo bist du schon überall gefahren? Wo konntest du trainieren? Was hast du gemacht?“ Und da fließt halt erstmal sehr, sehr viel Geld rein. Und bei mir war es zum Glück über die Instruktorenfahrten irgendwie gedeckt, dass ich halt darüber was verdient habe. Und dann wurde ich gescoutet, aber für Neueinsteiger ist es halt brutal schwer, weil du musst eine enorme Summe auf dich nehmen, erstmal so in die Vorleistung gehen, dass du dann irgendwann sagst: „Ja, okay, jetzt kommen Sponsoren und du kannst das weiter ausbauen.“ Auch bei mir war es so, ich habe das ja über die NFTs dann irgendwie finanziert und es war der Krypto-Crash und ich habe die Summe dann falsch kalkuliert, beziehungsweise ich habe sie zu dem Zeitpunkt kalkuliert, wo der Hype noch recht hoch war und ich wurde ja über Ether bezahlt, eingebrochen, dann hatte ich da schon noch die Hälfte, dann war ich nicht ganz ausgemintet. Also es war eine sehr, sehr schwere Zeit letztes Jahr und ich hatte den Vertrag ohne Sponsoren unterschrieben. Also ich habe das ja komplett gekappt. Was heißt, ich hatte dann mit meinen 23 Jahren so wirklich gut Schulden gemacht, die ich auch zurückzahlen musste, weil ich habe mir das Geld erstmal geliehen und habe das Kryptogeld liegen gelassen. Und dann halt nach und nach ausgezahlt und es hat nicht gereicht. Und das sind so Belastungen, das muss man wissen. Und auch im Motorsport, wenn man da reingehen will, du musst einfach spontan sein. Du musst da einfach sagen, ja, okay, ich muss jetzt einfach schauen, was kommt und mich damit abfinden und weitermachen. Und das ist halt schwer für viele, weil es eigentlich kaum Sicherheiten gibt. Du hast es gerade schon angesprochen mit NFT, da so einen anderen Weg eingeschlagen hast, was Sponsoring anbelangt, ja? Also, es gibt ja dieses klassische Sport-Sponsoring, man geht auf Marken zu, hat Markenpartner, ausschließlich Markenpartner. Du hast dich bewusst für einen anderen Weg entschieden, so das, Decentralized Sponsoring. Kannst du mir oder kannst du uns auch erklären, woher das so kommt? Was war da deine Motivation? Was waren da deine Beweggründe, den Weg einzuschlagen? Ja, das Sponsorensystem. Also ich wurde ja gescoutet auf 'ner Rennstrecke und habe 'n Profirennen gratis bekommen, einfach weil ich eine Frau bin und die mich vermarkten wollten. Und dann Okay, genau, denen ist der krass. Fahrer abgesprungen und sie haben einfach gesagt: „Du fährst gut, du bist ein Mädel, wir brauchen Frauen, wir setzen dich da in die Rennserie rein.“ Und dann bin ich da gefahren und es war viel Presse vor Ort. Ich war vollgeklebt von oben bis unten mit den Sponsoren und, bin gut gefahren. Ich hatte den ersten und dritten Platz, ist in die Presse gekommen und dann hieß: „Okay, wie orientierst du dich weiter?“ Und ich wollte halt weiter bei Porsche fahren und wollte da irgendwie in die nächste Saison gehen. Da war dann aber wieder die Geldfrage vorhanden. Und nachdem meine Familie das halt so finanziell dann nicht unterstützen wollte, weil ich ja davor das Studium abgebrochen habe, hieß es: „Okay, ich muss Sponsoren suchen.“ Und die Erstgespräche waren als Frau irgendwie recht leicht, weil ich war die einzige Frau in der Rennserie und das war natürlich marketingtechnisch Mhm, recht gut für die. mhm. Dementsprechend hatte ich da viele gute Erstgespräche, aber es war auch für mich einfach super nervig, weil es ging immer nur um meine Reichweiten, immer nur um meine Optik und es ging eigentlich nie darum, wo das Auto steht. Und ich glaube, jeder Typ würde gefragt werden: „Hey, du, es gibt viele von dir. Wo steht das Auto? Stehen wir vorne?“ Weil dann ist interessant für uns aus Marketing-Sicht, sonst interessiert sich keiner für dich. Und bei mir war's so, sich interessieren die Leute immer für dich, einfach nur, weil du dieses blonde Püppchen irgendwie in dieser Rennserie bist. Und da bin ich dann in der Früh aufgestanden und habe mir gedacht so: „Boah, muss ich mir das jetzt wirklich geben? So, muss ich da jetzt wirklich abhängig sein von so großen Geldgebern, die eigentlich gar nicht mich als Sportlerin unterstützen, sondern nur dieses Marketingobjekt unterstützen?“ Und das hat mich halt als Sportlerin super demotiviert und da wollte ich irgendwie drauf aufmerksam machen, einfach auf diese Objektifizierung von Sportlern. Dann habe ich gesagt: „Ich habe ein Asset, das ist mein Auto und ich will es nicht nutzen, um da jetzt diese fucking Firmen irgendwie groß zu platzieren, sondern ich will es dafür nutzen, dass da irgend 'ne gesellschaftliche Message rüberkommt.“ Und dann haben wir das Auto mit so Beauty-OP-Nähten gemacht. Das ist Hautfarben. Es geht so 'n Auto, was so die Optimierung und den Druck von Sportlern irgendwie so 'n bisschen aufweist. Und das haben wir versucht rauszuarbeiten. Das ist auch ganz gut gelungen. Das habe ich mit 'ner Kreativagentur zusammen gemacht. Und dann hatte ich dieses Autodesign und habe das gepostet. Ich habe jetzt so gesehen, boah, die Leute interessieren sich voll für, also ganz viele Leute konnten sich so damit identifizieren, mit dieser Geschichte, Träume verwirklichen zu wollen, vor Hürden gestellt zu sein und sich dann mit neuen Wegen irgendwie ganz unabhängig versuchen zu machen und da irgendwie auf Probleme aufmerksam zu machen, die anscheinend auch viele Leute oder viele Sportler abgeholt haben. Und dann habe ich aber gemerkt, so Leute, das ist voll cool, dass ihr das alle liked und so und dass das so viral geht, aber ich kann mich nicht finanzieren. Das Auto ist ohne Sponsoren, wie soll ich es machen? Und darüber habe ich dann so mich 'n bisschen mit Web3 beschäftigt und habe gemerkt: „Okay, wenn dieses Auto als solches gut funktioniert, wieso digitalisiere ich das nicht? Verkaufe es über gewisse Anteile im NFT-Bereich und wenn die Anteile voll ist, dann habe ich 'ne Community, die sich wirklich für den Motorsport interessieren und ich bin halt unabhängig und habe da so 'n eigenes Businessmodell, Mhm. worüber ich dann, ja, mich refinanzieren kann.“ Ja, total spannend, dass du diesen Weg eingeschlagen hast. Das ist ja wirklich so ein bisschen
Gibt es das überhaupt schon im Motorsport? Ne, im Motorsport bist du, glaube ich, die Erste, die Ne, das macht, oder? sogar weltweit war ich damals die Weltweit? Erste, ja. Ja, So, krass. Und jetzt sind 'n paar natürlich noch mal so haben sich das 'n bisschen angeguckt und aufgesprungen oder? es war Crypto Crash. Also, ich glaube, niemand letztes Jahr hätte sich noch mal getraut, so 'n Hand zu machen, wie's ich gemacht hat, also, da so reinzugehen. Also, wer sich's getraut hat, Respekt, aber ich denke nicht, dass das lukrativ war. Mhm. Also, wage ich zu bezweifeln. Und du hast jetzt auch noch mal angesprochen, so das Thema Community, was, glaube ich, 'n ganz entscheidender Faktor auch ist, damit das Ganze funktioniert. Das haben wir bei unseren NFT-Drops jetzt mit Oremob zum Beispiel, auch gemerkt. Da haben wir halt angefangen mit kleinen Drops, und haben halt die Community so nach und nach über mehrere Monate, über ein Jahr lang aufgebaut, bis hin sozusagen zu einem 10K-Drop, ja, 10K PFP-Drop. Und, ich finde es total faszinierend, wie engagiert diese Community ist, sowohl auf Discord als auch auf Twitter, wenn dann angefangen wird, da so selber Memes zu erstellen und so weiter. Das finde ich total faszinierend, was da für ein Drive, was da für eine Motivation, was da für eine Identifikation auch da ist. Das habe ich auch gesehen und war in deinem Discord. Du machst ja auch einfach viel für deine Community. Wie siehst 'n du das sozusagen, auch dieses Projekt, dieses NFT-Projekt im Sinne von Fanbindung? Merkst du da was? Also, Ja. befeuert sich das für dich? Ja, der Unterschied an Instagram und Web3, würde ich sagen, ist, dass an Instagram dir gehört nichts. Nur weil du mir folgst, hast du keinerlei Ansprüche auf mein Feed oder du schwebst Mhm. da so ein bisschen mit, aber du hast kein Mitentscheidungsrecht. Du kannst nicht richtig mit mir interagieren und das bin ich und du bist da. Und in der Community oder über Web3 verbinden sich die Welten ein bisschen. Also, meine Community lebt mit mir, meine Community kann mitentscheiden, welches Rennen ich fahre, wie ich fahre, wo ich fahre. Sie können mit zur Rennstrecke. Also, es ist eine viel engere Bindung und das macht diesen Effekt, wie du gesagt hast, dass die Leute sich auch engagieren, weil jeder arbeitet für das eine Ziel hinauf, oder hin. Ich meine, sie kaufen ein NFT dafür, dass sie im Zweifelsfall ja davon auch irgendwann was haben. Was haben reicht schon, dass ich ihnen jetzt erstmal so Benefits gebe, wie sie können auf die Rennstrecke oder Verlosungen oder exklusiven Merch, das ist eh drin. Aber man kann ja auch sagen, okay, wenn sie es schaffen, mich zu meiner Bestleistung zu bringen und mich so bestmöglich zu unterstützen, dann komme ich halt noch mehr in die Presse, gewinne noch mehr Rennserien, noch größere Rennserien und dann sind die Halter von dem ersten NFT, was es zu mir als Person gibt. Und das sind die Leute, die immer am meisten davon profitieren und die dieses NFT dann im Zweifelsfall auch hoffentlich mal irgendwann einfach ja, besser verkaufen können. Und so ist es halt so 'ne Win-Win-Aktion und deswegen merkt man, dass man darüber 'n viel größeren Hebel hat, über so 'ne Mhm. Community und über so 'n System wie dieses NFT. Ist es natürlich auch um einiges nervenzerrender, weil man merkt schon, wenn du dann Fehler machst, es hängt da mehr mit drin. Die Leute haben Geld in dich investiert, dementsprechend sind sie dann auch wirklich, ja, teilweise: „Boah, das kann doch nicht sein und wir haben dich da geholfen und da dich da so unterstützt und jetzt hast du diesen Fahrfehler und wie ärgerlich.“ Und das geht Krass. schon mehr an die Person ran, ja. Okay. Aber es ist im Umkehrschluss auch um einiges cooler und ich habe Leute, die sich für interessieren. Ich will es nicht jeder großen Unternehmensmarke unterstellen, aber ganz viele wollen wirklich nur Marketing schauen und halt so ein paar Budgets irgendwie noch vergeben zum Jahresende und da halt irgendwie coole Show machen für ihre Kunden, dass die mit zur Rennstrecke Mhm. können. Die interessieren sich nicht wirklich dafür. Und jetzt halt so auf meine Community, das sind wirklich so Leute, die sagen: „Hey, ich habe noch ein bisschen Geld übrig“, so und gehe da rein und probiere damit wirklich was zu machen, dass es noch mehr wird und die arbeiten auf ein Ziel hinaus und nicht nur auf so 'n One-Hit, was so Sponsoren manchmal machen, einfach so: „Ja, jetzt lass mal die da in der Saison fahren, nächstes Jahr machen wir was anderes und dann das und das.“ Das ist nicht so, Mhm. man hat keine Bindung. Ja, voll. Ich glaube auch so dieses Bindungsthema ist so das ganz Essenzielle. Also, es gibt einfach so eine krasse Connection dann so zwischen Fahrerin und Community und Fan oder eben in unserem Fall mit Künstler und sozusagen Community. Wie war denn der Prozess sozusagen hin zu dem NFT? Kannst du da ein bisschen was dazu erzählen? Hm, ja, eigentlich recht simpel. Also, ich glaube, man muss so 'n Business oder was auch immer sich komplett die Komplexität irgendwie rausnehmen. Das war für mich eigentlich so das Erste, was ich gemacht habe. Ich habe gesehen, so, okay, das NFT und was auch immer, ich kannte mich ja auch nicht aus, so da Gel Leuten irgendwie Geld abverlangen und wie wickelst du das ab und wie Mhm. funktioniert das alles? Ich stand ja da auch vor 'n Riesenhaufen. Ich habe grad Studium abgebrochen, bin eigentlich hauptberuflich Sportlerin und dann stand ich da und habe mir gedacht: „Wie digitalisiere ich das jetzt? Wie mache ich darüber jetzt irgendwie 'n neues Finanzierungsmodell?“ Und dann habe ich mir eigentlich nur die Leute gesucht, die es schon gemacht haben, beziehungsweise im NFT-Bereich schon drin sind und
Ich hatte eine gute, Kreativagentur, mit der habe ich die Assets rausgearbeitet, und dann bin ich nach LA gegangen oder auf den Markt in LA, habe gesagt: „Okay, die Technologie, NFT-Technologie kommt einfach nicht vom europäischen Markt in den deutschen Markt. Dementsprechend muss ich dahin, wo die Technologie rauskommt.“ Ich hatte meinen Launch mit Porsche für das NFT-Projekt in Austin in Mhm. Amerika, und da habe ich halt auch viele, ja, Verknüpfungen machen können. Ich habe viele Leute kennengelernt. Es war die Digitalmesse, die South by Southwest. Und darüber habe ich mir dann so die Leute rausgezogen, habe immer gesagt: „So Leute, ich habe eine Vision. Ich weiß, wie dieses Gesamtkonzept aussehen soll, aber intern, hm, müssen wir schauen, wie wir das machen.“ Dann haben die gesagt: „So, ja, ist ja gar kein Problem. Du hast ja den Weg, du hast ja die Strategie als solches, und jetzt brauchst du nur noch so die Technologie für die Umsetzung.“ Das stimmt so. Da habe ich mir eigentlich gedacht, so ja, eigentlich ist ja mehr dieses Web3 NFT nicht das, 'ne Technologie zu umsetzen. Und da habe ich mir dann einfach die Agentur in LA hinzugezogen, die mir das dann programmiert haben, gemintet haben. Die habe ich geonboardet, insofern, dass ich gesagt habe: „Hey, wir machen ein Riesenprojekt.“ Das ist in Partnerschaft irgendwie mit Porsche. Dementsprechend ist da schon eine gewisse Sichtbarkeit da. Wollt ihr in dem Prozess mit sein? Wollt ihr mit mir lernen? Wollt ihr mal schauen, wie so ein Real-Life-Case funktioniert? Denkst du, es ist eher so ein Hype-Phänomen, wo wir in 2, 3 Jahren nichts mehr von hören? Oder denkst du, dass das eher so eine nachhaltige Methodik auch im Sinne hin Sponsoring? 100% nachhaltig. Also, da lege ich meine Hand für ins Feuer. Blockchain-Technologie, allein die Transparenz dahinter ist brutal wichtig, was Geldflüsse anbelangt. Und nachdem wir im Sponsoring sind, fließt viel Geld, und viel Geld fließt aus steuerlich guten Hintergründen oder was auch immer, was im Sport alles schon passiert ist. Und das weiß man ja irgendwo auch. Und es wird transparent gemacht. Und ich glaube, allein deswegen hat sie Daseinsberechtigung. Und allgemein NFTs sehe ich eigentlich mehr in diesen Ticketing-Systemen drinnen. Also ob das jetzt das NFT nur für Sponsoring genutzt wird oder dafür die beste Idee ist, werden wir sehen. Aber vor allem in diesem Ticketing, also wirklich so, dass man sagt, man hat dieses NFT als Membership-Dasein und kann damit Punkte sammeln und Mhm. Treue, was auch immer. Und wie so eine kleine Art am PayPal-System, würde ich immer sagen. Ne, klar, also ich bin auch fest von überzeugt, dass das wird jetzt keine Eintagsfliege sein und das ist jetzt kein Hype, im Moment so, sondern ich glaube, das wird sich etablieren und wir sind da erst am Anfang dessen, was wirklich so möglich ist. Also, wenn halt sozusagen, NFTs wirklich eine Anwendung haben, ja, wenn das wirklich eine Utility hat sozusagen und, dann glaube ich, wird es noch mal da wird sich in den nächsten Jahren, glaube ich, noch mal einiges tun. Was glaubst du denn ganz grundsätzlich, was NFT für die Sportindustrie, für neue Möglichkeiten eröffnet? Hast du da irgendwas im Kopf, wo du denkst, das könnte mega spannend sein? Also NFT in Kombination mit Sportindustrie im Allgemeinen? Du hast Ticketing gerade schon angesprochen. Ja, es bildet neue Communities, also es onboardet Leute, die vielleicht nicht diese 50.000 hatten, um in 'n Auto zu investieren, wie es normal im Sponsoring ist. Da kannst du ja nicht mit $30 ankommen. Also, da lachen die dich aus, und ich scha oder man schafft es über die NFTs, über den Kauf, eine so große Community zusammenzustellen, die den Sportler natürlich unterstützen, dass er fahren kann oder dass er seinen Sport betreiben kann. Aber der Sportler kann auch Sachen zurückgeben. Wir sind gerade in der Zeit auch für Veranstaltungen, die sehr schwer ist. Also, wir sehen es im Motorsport, dass die Ränge nicht wirklich voll sind. Dementsprechend würde ich dann zum Rennveranstalter gehen und würde sagen: „Hey, ich habe eine Community hinter mir, das sind Motorsportliebhaber. Die wollen wirklich mit zur Rennstrecke. Wenn ich zu euch komme und ich habe eine gewisse Reichweite und kann eure Rennserie promoten, habt ihr ja 'n Mehrwert. Dafür will ich aber, dass ihr mir ein Kontingent von 200 Tickets stellt, dass ich die verlosen kann und wieder für meine NFT-Käufer habe und dass die zu den Rängen kommen. Und somit hat man eine Win-Win-Situation. Die Ränge sind voll. Ich kann meinen NFT-Holdern was zurückgeben, und das ist halt alles viel näher. Und ich glaube, das ist der größte Mehrwert an Digitalisierung, an Web3, an NFT, dass man sagt, man nutzt das, die richtigen Leute irgendwie zu akquirieren und den Motorsport aufzubrechen und ihnen mehr darüber zu geben. Auch so, meine NFT-Holder bekommen exklusiv Ansicht über, also aus dem Cockpit raus. Da wird gestreamt, und sie können halt wirklich dran teilnehmen, wie es Lifetime ist, so meine Sicht zu haben. Und dann haben sie dieses NFT noch zu Hause in der Wallet, und das ist so ein brutaler Identifizierungsfaktor. Und das hilft halt viel mehr, diese Fanbindung anzuregen. Und ich glaube, das ist das, was der Asset ist an NFTs und an der Technologie, die ich dafür genutzt habe. Wie ist denn das? Sind da jetzt noch mal irgendwie sind über diese NFTs sind da noch mal irgendwie andere spannende irgendwie Opportunities so auf dich zugekommen? Hat sich da außenrum noch mal irgendwas getan, sei es jetzt von Markenseite oder sowas? Ähm, Kam da jetzt noch mal irgendwie über dieses NFT noch mal?
Ja, also ich denke schon, dass ich jetzt in Zukunft auf jeden Fall auch Sponsoren mit reinnehmen werde, aber über ein anderes Marketingsystem. Also, ich wirklich sage, ich will Marken haben, die mich als Sportler empowern und mir da die Freiheiten geben und die nicht nur ihren Sticker aufs Auto kleben und mich als Sportler drücken. Und das schafft man eigentlich jetzt mehr über diesen Hebel, dass ich schon eine gewisse, ja, Daseinsberechtigung habe und viele Marken in dieses Web3 rein wollen. Also, viele Marken kommen einfach so auf mich zu: „Ja, wir müssen da irgendwie was machen Richtung NFT und Web3“ und du kennst es ja und haben keine Ahnung, was es geht und sagen so: „Okay, ich gebe dir da jetzt einfach so die Möglichkeit, dass du deinen Sport machen kannst und was auch immer und wir machen eine Kampagne drüber, dass wir noch irgendwas im NFT-Bereich machen.“ Und da kann ich den Marken dann aber auch helfen, weil ich dann sage: „Okay, ich biete euch an, dass ihr in meinen Metaverse Space reinkommt. Da sind wir gerade dabei, was in die Richtung zu machen.“ Oder ich biete euch an, dass, wir eine NFT-Kollektion machen oder wie auch immer. Und so helfe ich den Brands eigentlich mehr aus unternehmerischer Sicht irgendwie und bekomme dadurch halt die Möglichkeit, auch wieder fahren zu können. Und das ist eigentlich schon das, wo ich in Zukunft hin will. Das ist eigentlich ziemlich krass, weil ich glaube, du hast dir 'ne ziemliche Freiheit darüber erarbeitet, also eine Unabhängigkeit von sozusagen von Marken. Und interessant ist ja wieder, dass die Marken sozusagen jetzt wieder und die Brands wieder auf dich zukommen und du sozusagen der Enabler sein kannst. Ja, genau. Und das war eigentlich das, was ich immer umdrehen wollte. Ich wollte immer den Hebel umdrehen, dass ich sage, ich tue das ganze Konzept jetzt nicht total irgendwie verneinen und sage, das ist alles Schmarrn oder wie auch immer. Aber ich sage, für mich oder für viele Sportler funktioniert es in diesem Mächteverhältnis irgendwie nicht. So die Marken hier oder das Geld hier und der Sportler hier und der kommt nicht hoch und hat irgendwie keine Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. Und das kannst du umdrehen, weil die Marken sind jetzt hier und haben Need und brauchen was. Und da kannst du dann als Sportler drüber stehen und sagst, okay, ihr habt jetzt irgendwie Mhm. was ihr braucht, dann müsst ihr jetzt aber auch helfen, dass ich jetzt erstmal da fahre stehe und dann nochmal da finanziell stehe, weil wir müssen ja alle irgendwie von was leben und wir müssen ja alle irgendwie schauen, wie es weitergeht. Und da habe ich jetzt wirklich auch einen Business Case drüber aufgebaut, wo ich sage, okay, ich kann Rennen fahren, ich kann anderen Marken helfen, aber ich bekomme dafür dann auch wirklich Geld, weil ich anderen Marken helfe und weil ich nicht nur im Kreis war. Aber auch so Mhm. Sachen, zum Beispiel, ich habe jetzt auch einen Podcast bekommen, How to Finance My Dream, wo ich wirklich das erst so erkläre, so wie finanziert man meine Träume oder wie finanziert man Träume. Und ich glaube, da kommt einfach viel darüber, weil es die Leute interessiert, die neue Technologie zu nutzen, um sich dann frei zu machen und dann einfach zu sagen, hey, jetzt kann ich irgendwie entscheiden, was ich machen will. So reinstücken. Ja, das ist eigentlich so die Grundessenz der Dezentralisierung irgendwie. Das Ja, ist so. sau cool eigentlich. Und es ist so simpel. Es ist, also eigentlich vom Grundgedanken her, man muss es einfach runterbrechen. Dann ist es eigentlich simpel. Eigentlich schon ziemlich lustig und, ziemlich geil, in was für Zeiten wir gerade leben, dass durch Technologie als ein Vehikel, als ein Medium solche Sachen möglich sind. Auf jeden Fall. Es ist, man muss sich drin zurechtfinden. Also ich verstehe, dass es für viele Leute schwer ist, diese Sicherheiten nicht mehr zu haben, weil es ist dynamisch so. Niemand weiß, was passiert. Auch bei mir kann alles wieder zusammenbrechen. Dementsprechend, man muss sich dem schon bewusst sein und viele Leute, glaube ich, können sich darauf nicht so einstellen und viele Leute sind auch durch die ganze prägende Zeit, die wir gehabt haben, nicht mehr so risikobereit und sagen, okay, ich muss jetzt einfach irgendwie meinen Fuß auf dem Boden behalten und ruhig sein und überleben. Und ich verstehe das auch total, weil die Zeit hat uns mehr wie gedrückt und auch sehr viel Kommunikation, Soziales genommen und Selbstbewusstsein genommen. Mhm. Aber das ist halt jetzt das, was man jetzt wieder braucht. Und da muss man sich jetzt einfach aufraffen und sagen, okay, ich muss jetzt wieder aufstehen und risikobereit sein, weil was soll ich sonst machen? Wenn ich mich jetzt vergrabe, verpasse ich, glaube ich, sehr viel. Und das tun viele Leute. Und das, ja, also ich glaube, jetzt noch einmal aufraffen, noch mal wirklich versuchen, alles auf eine Karte zu setzen. Das ist immer schwer zu sagen. Aber sonst zieht es jetzt schleunigst an einem vorbei. Also habe ich das Gefühl. Was ist denn, du hast es gerade von Traum gesprochen. Was ist denn sozusagen so dein Traum? Was ist so deine Vision? Wo soll das quasi hingehen? Du bist jetzt quasi NFT gesponsert, sagst jetzt, du willst Marken so mit reinnehmen. Gibt es da noch mehr sozusagen in Richtung Roadmap, das du mit uns teilen möchtest, das du mitgeben kannst? Also, es kommt ja auf jeden Fall der Podcast, dann habe ich ein paar TV-Projekte, wo man halt wirklich das 'n bisschen verfolgt, wo ich auch Richtung Web3 noch reingehe. Also, das so ein bisschen vereine und dann habe, also, was jetzt so meine Vision ist, ich will wirklich schauen, wie kann neue Technologie uns als Sportler empowern, weil so viele Leute haben Angst vor Web3 und NFTs. Ich habe es auf der Rennstrecke auch mitbekommen, jeder so: „Ah, was machst du da und was verkaufst du da?“ Und super creepy und voll anders und viel macht es Angst, wenn sich was verändert. Und
Ich denke aber, die Technologie und zum Beispiel AR oder was auch immer kann zum Beispiel im Reaktionstraining brutal helfen, kann in der Fahrsimulation brutal helfen, dass man halt wirklich sagt: „Ich brauche nicht mehr so viele Testfahrten, die brutal gefährlich und kostenintensiv sind, sondern ich habe schon eine Habituation nur über den Simulator und kann dann ins Auto einsteigen und bin dann schon recht schnell." Und das würde 'n riesen Kostenapparat für viele Sportler auch wegnehmen, wo man dann sagt: „Okay, vielleicht ist jetzt der Einstieg wirklich leichter." Und das war eigentlich das, wofür ich's gemacht habe, weil ich hatte einen Traum und den musste ich mir verwirklichen und der konnte nicht verwirklicht werden oder stand auf der Kippe wegen Geld. Gibt es noch irgendwas, was du noch mal so mit uns teilen willst, was du noch mal so mitgeben willst? Hast du noch Gedanken, die du noch mal so am Schluss mit raushauen willst? Ich denke, ich probiere einfach dem Traum irgendwie nahe zu bleiben und probiere die Technologie zu nutzen, aber ich probiere mich da jetzt auch nicht zu sehr zu verlieren und das sollte, glaube ich, auch ich glaube, das sollte bei jedem der Fokus sein irgendwie, dass man sagt, so man nutzt es, aber man muss sich da jetzt nicht komplett drin reinstürzen oder komplett nur noch mit VR-Brillen rumlaufen oder was es nicht alles gibt. Die Leute sehen das ja immer alles so gleich so in Ultimaten, so: „Ja, jetzt kommt Web 3 und jeder wird nur noch mit Brillen rumlaufen und die Leute werden keinen Kontakt mehr miteinander haben und alles wird so schlimm." Und ich denke so, das ist noch so 'ne Sache, wo man sagen muss, so: „Es wird alles normal irgendwie weiterlaufen und wir werden uns da schon unseren Weg zu finden." Und das ist nur 'ne Erleichterung und jetzt nichts, was uns irgendwie Angst machen sollte. Hey Laura Marie, vielen Dank. Danke dir. Super. Hey guys, thanks for tuning in. Don't forget to like, subscribe and comment on this video and see you in the next episode.